Wenn du Lust hast auf einem Campingplatz direkt am Skilift, an einem wunderschönen, kleinen, aber feinen Skigebiet, dann ist dieses Video genau das Richtige. Hey und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Ich muss zugeben, das ist echt so ein kleines Zufallsprodukt, dass ich jetzt dieses Video hier drehe, denn ich bin eigentlich im Skiurlaub mit meinem Sohn zusammen. Und wir hatten so zwei Ansprüche. Einmal, dass wir aus dem Camper rauspurzeln können, direkt in den Lift einsteigen können und auf die Piste kommen. Also nicht irgendwie groß mit dem Bus rumfahren etc., sondern direkt am Platz zum Skilift kommen. Und die zweite Geschichte war ein Privatbad. Warum? Weil mein Auto noch nicht so ausgebaut ist, dass das so richtig Spaß macht. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema, darum soll es heute gar nicht gehen. Naja, und so kam ich dann nach Mautendorf, weil ich war wahrscheinlich jetzt auch nicht so ganz rechtzeitig dran mit Buchen, weil ich bin nicht so der Typ, der großartig reserviert und bucht. Das macht mir eigentlich keinen Spaß. Aber im Winter, wenn du auf so einen Platz möchtest, dann musst du es halt machen. Naja, letztendlich, um es kurz zu machen, bin ich so in Mautendorf gelandet. Und das will ich euch jetzt einmal ein bisschen zeigen. Und deswegen auch nochmal ganz wichtig, Prio 1 ist mir immer noch der Urlaub, deswegen packe ich die Kamera nur so ein bisschen raus. Zeige euch aber mal das Nötigste von diesem Platz, denn ich finde, er ist echt ein Geheimtipp und er hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, das darf ich euch nicht vorenthalten. Deswegen hau ich mich jetzt auf die Piste und ihr guckt euch dabei den Platz an. Viel Spaß! Zuallererst möchte ich euch mal auf der Karte zeigen, wo sich Mautendorf überhaupt befindet, und zwar in Österreich in Lungau. 250 Kilometer circa von München entfernt, und zwar genauer gesagt direkt hinter Obertauern. Und das führt uns auch gleich zu einem wichtigen Punkt, was das Thema Maut betrifft. Und zwar haben wir natürlich in Österreich, wenn man Autobahn fährt, erstmal die Autobahngebühr, und dann kommen aber nochmal zusätzlich Streckengebühr von 7,50 € dazu, wenn man über die Autobahn fahren möchte. Man kann allerdings auch schon früher von der Autobahn runterfahren und kann dann direkt über Obertauern fahren. Das war bei uns aber sehr sportlich bezüglich der winterlichen Verhältnisse, und hätten wir über 3,5 Tonnen gehabt, dann wäre Schneekettenpflicht gewesen, denn die Straße ist teilweise ziemlich steil und war durchaus sehr glatt und mit Schneeverwehungen übersät. Aber alles kein Hexenwerk, ich will es nur an dieser Stelle nochmal betonen. Naja, und dann kommt man direkt auf der Hauptstraße abbiegend zum Campingplatz. Der hat 166 Plätze, aber das schauen wir uns jetzt gleich nochmal in Ruhe zusammen an. Und da schon der erste Hinweis: die Rezeption, die ihr gerade gesehen habt, die hat bis 17 Uhr offen, und dann muss man durch diese Schranke fahren. Man kann aber auch nach 17 Uhr mit einer Zugangskarte, die man über eine Infobox bekommt, jederzeit zu seinem Stellplatz fahren. Der Campingplatz zählt mit seinen 166 Stellplätzen wahrscheinlich nicht zu den größten Campingplätzen, aber eben auch nicht zu den kleinsten. Zudem gibt es auch noch Mobile Homes und eine kleine Pension. Zu den anderen Einrichtungen kommen wir gleich. Wir sprechen jetzt nochmal über die Plätze. Es gibt verschiedenste Kategorien. Ich selbst war auf dem Platz 246 und man sieht es hier in der Karte ganz gut dargestellt. Es gibt überall Trinkwasserversorgungen, und normalerweise steht man im Sommer anders, als ich jetzt im Winter stand. Wir haben das aber extra alle so gemacht, damit die Fahrzeuge alle besser durchkamen, da hier auch viele Zugfahrzeuge mit ihren Wohnwagen durchgefahren sind und es so für alle Beteiligten einfach besser funktioniert hat. Jeder Platz verfügt natürlich über Strom, und die Stromanschlüsse sind jederzeit erreichbar und man muss dafür nicht extra bezahlen, das ist alles im Preis inkludiert. Dazu kommen wir gleich später nochmal. Und jetzt schlendern wir einfach mal gemeinsam ein bisschen über den Platz, damit ihr die verschiedensten Eindrücke bekommt. Und eins ist auch noch wichtig: direkt an der Hauptstraße war es auch nie ein großes Thema, denn die Straße ist nachts nicht wirklich befahren, es ist also keine große Ruhestörung. Und hier sieht man es ganz gut. Ich brauchte meine Hubstützen, um das Fahrzeug zu nivellieren, allerdings minimal. Das kann natürlich auch anhand der Schneemassen gelegen haben. Generell ist es mir bei den Plätzen aufgefallen, dass hin und wieder die Keile notwendig waren, aber auch nicht überall. Und das Schöne an dem Platz ist, egal wo du stehst in puncto Kategorie, aber auch in puncto Standort, du siehst immer auf den Berg mit seiner Piste. Ja, was hat der Platz zum Thema Infrastruktur zu bieten? Und da picke ich mir so ein paar Highlights raus. Eines meiner Highlights war auf alle Fälle der Frühstücksraum. Hier hat es auch einen kleinen Shop, wo du, ich sag mal, die notwendigsten Sachen für den täglichen Bedarf bekommst. Allerdings ist zu beachten, dass dieser Laden nur am Vormittag geöffnet hat. Und hier bekommst du dann eben auch ein Frühstück, wenn du das Ganze möchtest. Das Ganze gegen 17,50 € für Erwachsene, 9 € für Kinder. Und dann hast du wirklich alles, was das Herz begehrt, und kannst gestärkt in den Tag starten.
In der Einleitung hatte ich es schon erwähnt. Für mich ein weiteres Highlight ist das Privatbad. Was ist das überhaupt? Das bedeutet, ich gehe nicht in die Gemeinschaftsduschen und Waschräume, sondern ich habe mein eigenes Mietbad, wo ich nur mit meiner eigenen Schlüsselkarte Zugang habe. Das Bad selber war sehr, sehr klein, aber der Riesenvorteil ist, dass du all deine Sachen dort lagern kannst und nicht immer hin und her räumen musst. Und vor allem kannst du sie dort auch einfach hängen lassen, damit alles trocknen kann, was im Winter durchaus ein Riesenvorteil ist. 2 Tipps möchte ich euch bei dieser Gelegenheit noch mit auf den Weg geben. Nehmt immer Kleiderbügel mit, damit ihr eure Sachen auch wirklich angenehm aufhängen könnt. Und ich habe immer meine Transportboxen dabei, sodass ich dort zum einen meine dreckige Wäsche einfach lagern kann und auf der anderen Seite meine ganzen Waschutensilien und immer so, dass ich ordentlichen Zugang habe zu meinen Euroboxen. Ja, jetzt aber wieder zurück zum Mietbad. Der einzige Nachteil ist, es ist super hellhörig. Also das Problem ist halt hier drinnen an diesen Dingern, dass du halt alles hörst. Entschuldigung. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich möchte noch ganz kurz beim Sanitärgebäude bleiben. Ich bin jetzt auf die andere Seite gegangen, wo die Gemeinschaftstoiletten sind und möchte einfach nur zeigen, wie sauber hier alles ist. Und das ist auch wirklich nicht selbstverständlich im Winter, denn gerade wenn es draußen so einen Schneematsch hat, dann ist es echt nicht einfach, in den Toiletten immer für Sauberkeit zu sorgen. Aber das war hier definitiv der Fall. Übrigens auch bei den Duschräumen, aber da war immer so viel Traffic, da haben sich so viele Leute geduscht oder es wurde immer geputzt, dass ich da mit der Kamera einfach nicht stören wollte. Ja, und im Erdgeschoss hast du dann Räumlichkeiten, wo du zum Beispiel dein Geschirr abwaschen kannst. Im Hintergrund seht ihr einen Raum, wo du deine Wäschespinnen aufhängen kannst. Du kannst deine Wäsche waschen, du sowohl im Waschbecken als auch natürlich in Waschmaschinen, als auch in Trocknern dann anschließend trocknen. Und es hat sogar eine Spülmaschine für die ganz Faulen unter uns Campern. Eins meiner persönlichen Highlights war auch das Internet über den gesamten Platz. Das ist im Preis inkludiert und das Internet ist wirklich stark. Ich habe sogar extra mal einen Speedtest gemacht. So ein schnelles Internet haben manche wahrscheinlich zu Hause nicht einmal. Und ich weiß, dass das jetzt total polarisiert und viele sagen, ja, beim Camping brauche ich kein Internet. Aber wenn du eben heutzutage keine Satellitenschüssel mehr hast, sondern Olympia streamen möchtest, wenn du arbeiten musst oder einen Teenager dabei hast, dann kann das von großem Vorteil sein. Entsorgung ist natürlich auch wichtig beim Camping und hier hat es einen großen Müllraum, wo du ganz einfach deinen ganzen Müll sortiert loswerden kannst. Es hat sogar einen Camper Clean, dass du deine Kassettentoilette entleeren und reinigen kannst, aber das musst du nicht benutzen, es hat auch eine andere Entsorgungsstation. Dein Grauwasser kannst du auch loswerden und Frischwasser kriegst du natürlich auch. Ja, und jetzt sind wir hier beim Wintercamping. Ich spreche die ganze Zeit von der Skipiste, die direkt an den Campingplatz angrenzt. Und da darf eines nicht fehlen und das finden wir hier in diesem grauen Häuschen. Und zwar ist das der Skiraum, wo du deine Ski und Snowboards unterbringst. Und nicht nur das, sondern du kannst sogar auch deine Schuhe hier trocknen über Nacht. Und das ist natürlich super Luxus. Ja, und ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich will es auf alle Fälle erwähnt wissen. Der Findige von euch hat schon entdeckt, es gibt hier auch Hundeduschen und ich habe auf dem Platz viele Hundebesitzer erleben dürfen und ich glaube, die Vierbeiner haben sich hier pudelwohl gefühlt. Jetzt aber nochmal zum Thema Skifahren. Wie funktioniert das Ganze? Super einfach. Du kannst dir also deine Skier aus dem Skiraum holen und läufst dann einfach ungefähr 100 Meter bis zum Lift. Ja, ihr habt richtig gehört, damit du nicht Treppen steigen musst, gibt es sogar extra einen Lift, damit du ganz komfortabel zur Großeckbahn kommst, um dann damit mit einer Achtergondel auf den Berg hinaufzufahren. Das Skigebiet ist nicht riesig, aber ich kann euch sagen, für eine Woche als Familie absolut ausreichend und macht richtig viel Spaß. Aber auch wenn du keine Lust auf Alpinskifahren oder Snowboarden hast, hat es hier eine ganze Reihe Alternativen und wenn es nur das wunderschöne Wandern direkt vom Campingplatz aus am Bach entlang ist. Und jetzt natürlich noch das unangenehme Thema der Preis. Das Ganze fängt bei 42 € an, soweit ich das gesehen habe. Das kommt natürlich immer darauf an, zu welcher Jahreszeit fährst du und welche Platzkategorie buchst du. Ich habe jetzt die einfachste Platzkategorie gebucht, inklusive Strom. Der war bei mir aber in diesem Angebot automatisch schon mit dabei. Und das bedeutet, für einen Erwachsenen und ein Kind bis 14 Jahre habe ich 66,40 € pro Nacht inklusive alle Abgaben bezahlt. Was noch on top kommt, ist dann das private Badezimmer und das schlägt nochmal mit 21,50 € pro Nacht zu Buche. Beginnen wir mit meinem persönlichen Fazit. Was hat mir nicht so gut gefallen? Naja, zum einen, der Platz ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das merkst du an der einen oder anderen Stelle. Wobei ich das auch nicht weiter schlimm finde. Im Gegenteil, es hat sogar Charme, denn es ist alles super gepflegt und sehr, sehr sauber. Und das ist ja mal das Wichtigste.
Wo ich es gemerkt habe, ist beim Privatbad. Und das hat mich persönlich auch ein bisschen gestört. Das ist sehr klein, das fand ich aber nicht schlimm, sondern es ist einfach nicht wirklich privat. Denn es ist super hellhörig, du kriegst alles mit von deinen Nachbarn, das ist alles sehr eng aufeinander gedrängt. Und das fand ich nicht so gut. Eins, was mir auch noch auffällt, gar nicht der Campingplatz oder jetzt hier das Restaurant. Aber es ist alles so ein bisschen teuer. Also hier in der ganzen Region. Du fährst 4 Minuten mit dem Taxi, ja nee, mal 2 und zahlst 18 € dafür. Und lauter so Sachen, also du merkst es überall, auch in den Restaurants oben, boah, ist das alles teuer. Und die Qualität, die stimmt nicht immer. Und jetzt testen wir mal, ob heute die Qualität stimmt. Boah, jetzt haben wir gegessen. Das Essen war sehr gut. Vom Preis her, seht ihr selber, es ist jetzt auch nicht günstig, aber das ist nichts günstig. Aber wenn die Qualität passt, der Service passt, dann ist das für mich völlig okay. Was mich aber ärgert, ich habe es eingangs schon gesagt, das sind diese hohen Transportkosten. 18 € für den einmaligen Transport. Wir haben extra nochmal nachgeschaut, sind 3 Minuten, sind 2,7 Kilometer. Das heißt, hin und zurück sind es fast 40 €. Ja, dafür kann ich Fischschnitzel essen. Ich weiß nicht, ich finde es einfach unangenehm. Und das fällt mir immer wieder auf an so manchen Ecken hier bei unserem Aufenthalt, und dadurch, dass du bei dem Campingplatz eben darauf angewiesen bist, weil du hast keine Supermärkte, du hast keine wirklichen Restaurants, also außer eins direkt in der unmittelbaren Nähe. Und dann finde ich das ein bisschen heftig. Das ärgert mich so ein bisschen. Schade. Ja klar, wir könnten auch mit dem Bus fahren. Der wäre nämlich umsonst. Der fährt um 18:29 Uhr. Ach, Entschuldigung, mein Fehler, es ist ja schon 20 Uhr. Der nächste fährt dann um 6:56 Uhr morgen früh. So lange habe ich jetzt auch wieder keinen Bock zu warten. Alternative wäre natürlich, dass du um 16 Uhr zum Abendessen gehst, dann bist du um 18:56 Uhr oder wann er fährt, halt schon wieder fertig. Das wäre auch noch eine Alternative. Jetzt warten wir halt aufs Taxi. Und ich reg mich nicht mehr auf. Ist wie es ist. So. Die Geschichte hat jetzt noch eine dramatische Wendung erlitten, weil wir haben jetzt versucht, eine halbe Stunde den Taxifahrer anzurufen, und ich hätte mich vorher nicht so aufregen dürfen, weil der ist nicht mehr erreichbar. Jetzt gehen wir halt zu Fuß und sparen uns die 18 €. Man muss es positiv sehen. Jetzt tun wir was für die Verdauung. Sauber. Ja, und so ganz tragisch ist es nicht, weil in diesen 30 Minuten, die du dann zurück zum Campingplatz gehst, hast du dafür wirklich schöne Eindrücke, und es war, wenn man ehrlich ist, ein richtig schöner Spaziergang. Kommen wir jetzt aber zu den positiven Sachen. Und eins, was mich total begeistert, ist das hier. Diese Ruhe, hier direkt am Bach entlang zu wandern. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Denn du hast hier zwar auf der einen Seite sofort den Lift, aber es ist eben alles nicht so ein Riesengebiet. Es ist nicht so ein Riesentrubel wie zum Beispiel Obertauern. Und diese Privatsphäre, dieses Ruhige, finde ich sehr, sehr schön. Also ich weiß, dass ich gesagt habe, an manchen Stellen ist es ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber beim Internet siehst du, dass die super fortschrittlich sind. Das finde ich sehr, sehr geil. Und was ich natürlich auch feiere, ist die direkte Nähe zum Skilift. Ich glaube aber, was mir am besten gefällt hier an dem Platz, sind die Menschen. Du fühlst dich hier einfach willkommen. Die sind alle super lieb. Der Platz hat irgendwie einen Charme. Ich kann es nicht genau erklären. Der ist nicht so überkantet. Der ist an sich schon groß. Es hat viele Stellplätze. Aber der Laden, das ist alles süß und klein. Und wenn wir schon beim Laden sind, was mir hervorragend gefallen hat, ist, dass man hier auch immer frühstücken kann. Das ist das Schöne. Ja, also soweit mein persönliches Fazit zu diesem Campingplatz. Nochmal kurz für wen ist dieser Platz geeignet? Ich glaube in erster Linie für Familien, die viel Selbstversorger sind, oder Leute mit dem Caravan. Die haben hier einen ganz klaren Vorteil, denn die sind mobil und können dann mit dem Auto irgendwo schnell hinfahren. Denn das musst du wissen, du bist hier halt ein bisschen abgelegen und hast nicht die mega viel Infrastruktur im Sinne von, du gehst mal ganz schnell in den Ort, in den Supermarkt, in Restaurants etc. Und deswegen für Familien, weil es ist eben kein mega riesiges Skigebiet, sondern es ist ein bisschen kleiner, aber ich finde dafür sehr, sehr fein. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr von diesem Platz haltet. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Und wenn ihr auch Fragen habt, sehr, sehr gerne. Das war jetzt, wie gesagt, ein ganz, ganz schnelles, aus der Hüfte geschossenes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, selbst wenn ihr sagt, der Platz ist nichts für mich, dann lasst gerne ein Like da, denn dann hat es sich ja auch schon rentiert. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Hier kommen regelmäßig Videos raus, deswegen auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt sogar, das habe ich vergessen, jetzt dieses Video boosten oder hypen. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Wenn ihr geliked habt, dann könnt ihr noch ein paar Punkte da lassen. Kostet euch nicht viel, aber mir bringt es was. Insofern herzlichen Dank an der Stelle. Und ich würde jetzt sagen, egal ob ihr überhaupt Wintercamping macht, an welchem Platz auch immer ihr fahrt, das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt, immer schöne Reisen habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.